Hallo zurück und weiter geht's mit Metal Gear Solid Snake. Räumt auf. Und wie? Wir sind den Fängen entkommen. Dem Liquid Snake, unserem Hauptwidersacher, wie es scheint. Er ist ja der Obermacker. Haben den im Helikopter abgeschossen. Seine Leiche haben wir nicht gesehen. Ihr wisst ja, was das heißt. Wir sind Sniper Wolf entkommen, haben sie zerschossen auf dem offenen Feld. Sind dann in die Untergrundbasis eingedrungen und da stehen wir nun. Erst war es oben ein bisschen heißer. Ich weiß nicht, was sie da alles gezaubert haben in dieser Facility. Und jetzt sind wir mit Aufzügen weit hinuntergefahren ins Herz der Basis und hoffen, dem großen Oberroboter immer näher zu kommen, um ihn auszuschalten. Wir müssen ihn zerstören. Metal Gear. Jetzt kreuzen unsere Wege aber jene Raben. Und Raben hatten wir schon mal in einem Kampf gegen Raben gesehen. Heißt also, das hier deutet auf eine erneute Konfrontation hin. Raben war ja nicht tot, als wir ihn seinen Panzer zerstört haben. So. Lange Rede, wenig Sinn. Weiter. Welcome, Cossack. This is the end of the road for you. Right, my friends? Listen, they agree. Ravens aren't scavengers like most people think. They're simply returning to the natural world, that which is no longer needed. Sometimes they even attack wounded foxes. You were the one in the M1 tank? Must have been a tight fit for a big boy like you. But that was no true battle. The Ravens and I were testing to see what kind of man you were. The judgment is decided. The Ravens say you are a true warrior. Können die meine Gedanken lesen? I can't move. The nein. Raven has put the mark of death upon you. Blood from the east flows within your veins. Your ancestors too were raised on the barren plains of Mongolia. Inuit and Japanese are cousins to each other. We share many ancestors, you and I don't have any crows in my family tree. You jest, but indeed ravens and snakes are not the best of friends. Nevertheless, you will make a worthy adversary. You live in Alaska too. You know of the World Eskimo Indian Olympics? Yeah, I know it. Must be a real threat in the muck-duck eating contest. Yes, you are right. But there is another event that I excel at. It is called the ear pull. It is an event where two opponents pull each other's ears while enduring the harsh cold. Ja. It tests spiritual as well as physical strength. You want to pull each other's ears? The form is different, but the spirit is the same. Okay. Rejoice, Snake. Ours will be a glorious battle. Geil. This isn't glorious. It's just plain killing. Violence isn't a sport. Well, we'll see if there's iron in your words. Krass, kann mich an den Dialog gar nicht mehr so gut erinnern. Egal. Schau mal, er hat ja ein riesiges Sichtfeld und gucken, ob uns das vielleicht hilft. Ah, Mist. Noch ein Versuch. Ah, Mist, wir kommen ihm damit einfach nicht bei. Das ist natürlich schade. Aber mit der Stinger vielleicht. Wenn uns den Rücken zukehrt. Wenn, falls.
Geht ja direkt wieder gut ab hier, Leute. Wo wendet er sich hin? Ah, nein! Ja, das war gut. Und nochmal. Raketenwerfer ist stark. Okay, der ist so ein bisschen hohl, ne? Also warum dreht er sich denn nicht einfach um und läuft mir mal nach? Okay, die Stinger-Raketen kann er anscheinend nicht kaputt hauen. Die sind sehr gut gegen ihn, muss ich ehrlich sagen. Aber er wird immer schneller. Hab ich ihn getroffen oder nicht? C4 ist hier liegt jetzt hier rum. Ist das als Hinweis zu verstehen, dass man C4 benutzen sollte vielleicht? Keine doofe Idee. Guck mal, wir platzieren mal C4 hier oben. Wenn er da jetzt rumkommt um die Ecke. Ja. Da kommt er weiter. Bam, das ist ja auch richtig gut. Okay. Ich muss schon sagen, ein relativ einfacher Kampf bis hier, aber you never know. Ja, Stinger-Missiles, genau. Rationen, ein Schuss oder zwei Raketentreffer braucht er noch. Wo läuft er? Da. Ist aber gleich außer Atem, der Gute. Wo ist er hingedreht? Jetzt kriegen wir ihn nochmal. Jetzt geht er rechts. Da hinten dreht er wieder rechts. Ah, Mist, da waren wir zu langsam. Ja, ich kann mich ihm nicht gegenüberstellen, weil sonst ist, glaube ich, vorbei mit dem Vorteil, den wir gerade haben. Okay, ich glaube, mit Stinger können wir jetzt ihn lange jagen. Wir sollten es mit C4 versuchen wieder. Oben rechts in der Ecke, also wenn er dort landet, dann jetzt müssen wir den Auslöser drücken. Und er läuft in die Richtung, jawohl. Nein, jetzt biegt er links ab. Dann hier. Ziemlich genau in der Mitte, je nachdem, wo er jetzt herkommt. Er läuft nach oben. Ja, perfekt. Jawohl, das war's. Sehr, sehr gut. Just as the boss said, it is my existence which is no longer needed in this world. But my body will not remain in this place. My spirit and my flesh will become one with the ravens. In that way, I will return to Mother Earth who bore me. Snake! I will be watching you. Understand? Snake, take this security card. It will open that door.
Why? You are a snake which was not created by nature. You and the boss. You are from another world. A world that I do not wish to know. Go and do battle with him. I will be watching from above. First, I'll give you a hint. The man who you saw die before your eyes. What is it? Ah, jetzt wird's aufgelöst. That was not the DARPA chief. It was Decoy Octopus, a member of Foxhound. He was a master of disguise. He copied his subjects down to the blood. So he drained the chief's blood and took it into himself. But he wasn't able to deceive the Angel of Death. The Angel of Death. But why go to so much trouble? Why impersonate the chief? That is the end of my hint. You must solve the rest of the riddle yourself. Snake, in the natural world, there's no such thing as boundless slaughter. There's always an end to it. But you are different. What are you trying to say? The path you walk on has no end. Each step you take is paved with the corpses of your enemies. Their souls will haunt you forever. You shall have no peace. Hear me, Snake. My spirit will be watching you. Jawollo. Vulcan Raven platt gemacht. Snake, it's me. Master. It's about Naomi. Turn your monitor off. What about Naomi? Colonel, is Naomi there? No, she's away. She's taking a short nap. So what is this about Naomi? Okay, maybe we'd better let the Colonel hear this too. Yeah. Go on, Master. Well, basically, Dr. Naomi Hunter is not Dr. Naomi Hunter at all. What? I thought her story of her background sounded kind of fishy, so I checked it out. And? There is an actual Dr. Naomi Hunter, or I should say, there was one. But she's not the woman we know. The real Naomi Hunter disappeared somewhere in the Middle East. Our Naomi must have somehow obtained her identification papers. So then who is she really? She must be some kind of spy. A spy? Yes. Maybe she's been sent to sabotage this operation. Are you saying she's with the terrorists? I don't want to believe it either, but she is working for Foxhound. So you think she had a part in the uprising? Or she could be working with some different group altogether. Different group? It couldn't be. Place her under arrest. What? She's betrayed us. She needs to be arrested and interrogated to find out who she's with. If she's one of their spies, then we're in big trouble. What do you mean? Nothing. Have you let her in on some kind of vital secret or something? Does this have anything to do with the mysterious deaths of the DARPA chief and the Arms Tech president? I have no idea. Anyway, we cannot allow her to participate any further in this mission. Wait a minute. Without her, we can't complete this mission. I knew it. You're hiding something. Give me some time. I'll try to get it out of her. Hurry then. We've got to figure out who she is and what she's doing here. I understand. Snake, give me some time. I don't have any time left for you.
Ei, ei, ei. Verstrickungen und so weiter. Hey, wo sind die vielen Sachen hier? Schade. Okay, wir haben jetzt Level 7 Karte. Wir haben Level 7 Karte. Wir haben die Karte für Level 7. So, da ist noch was. Yes. Ich suche einfach mal alles ab, ob es nicht noch was gibt, das uns hilft. Da ist noch was. Stinger. Da hinten rechts in der Ecke ist noch was. Und hier der zerfledderte Haufen ist komplett zerstört. Vulcan Raven. Okay, gehen wir weiter, oder? Schlag auf Schlag. Oben war auch noch eine Tür mit Level 7, aber andermal. Eieiei, was ist hier los? Cooles Teil. Da ist eine Tür. Und hier sind Dinge. Noch mehr Stinger. Stinger. Cool. Reichen 2 Chefs. 2 Chefs reichen. Summ. Geile Nummer. Okay, wir sind nah dran. Am Roboboy. Naja. Ich frage mich, also so rein aus logischen Gründen, warum ist das nur eine also hat das nur eine Gewehrfunktion, aber macht keinen Alarm dazu. Verstehe ich nicht so ganz. Ist doch witzlos. Wir können noch ins Wasser. Oh, direkt Life-Draining hier. Okay. Ja, aber relativ langsam. Ich wollte mal schauen, ob es hier noch was gibt. Ganz einfach. Nein, nichts. Okay, dann können wir auch hier wieder raus aus dem kühlen Nass. Okay, boah, aufregend. Bestimmt 15, 20 Jahre nicht mehr hier, 20 Jahre nicht mehr hier gewesen. Snake, it's me. Hi. What's wrong? Did you find a good place to hide? Yeah, thanks to the stealth gear. It looks like they've finished getting Metal Gear ready. How do you know that? I overheard them talking. Where are you now? Right in front of Metal Gear, but it's strange. What is? There's nobody here. No guards, nobody patrolling. It's too quiet. Maybe because they're all ready. They said they even input the PAL codes. What should I do? Ach so, die beiden Codes. Override system that President Baker told you about. But I've only got one of the 3 keys, and besides that, like Ocelot said, there's some trick to using the keys. Leave it to me. You got some kind of plan? Well, I'm in the computer room right now. I'm trying to access Baker's private files. Genau, geh mal hacken. Baker's files. Don't you need a password? Of course, but there are ways. Are you a hacker? Yep. Auch das noch. Describes me pretty well. Does it look like you can get in? I don't know yet. I'll give it a try. I'm counting on you. Nicey.
überall Jamming. Besser mal öfter umgucken. Denn hier können uns ja auch jederzeit Wachen begegnen. Obwohl, er hat ja gesagt, hier ist einfach niemand. Es ist niemand da. Und das ist verdächtig ruhig. Snake, it's me again. Ja. How's it going? Not bad. I just got past his 3rd security level. He was a pretty careful guy. Do you think you'll break in soon? I never met a system I couldn't bust into. Okay, keep trying. Bleib dran. Bleib am Ball. Ah, da ist eine Leiter auf den Roboter drauf. Und es sind keine Wachen. 0. Ich will natürlich alles einsammeln, was es gibt und was uns helfen kann. Da oben sind Wachen drin. In dem Computerraum da. Da kommt eine raus. Ist die Frage, kommt die hier entlang? Nee, kann sie nicht. Hier ist gleich Ende. Ja, hier ist Schluss. Wir müssen also auf den Kopf drauf klettern. Oder? Ja, müssen wir. Okay. Da ist doch... Ist das General Ivan? Revolver Ocelot. Snake, I did it. You got past security? Bingo. Great. So what do you got? I accessed the confidential Metal Gear file. So what about the PAL override system that Baker talked about? I haven't found it yet. That's what I need to know. But Snake, I found something else. What? The secret behind the new nuclear weapon. Ja. Just as I thought, the nuclear warhead is designed to be fired from the railgun like a projectile. It doesn't use fuel, so it isn't considered a missile. That way it can get around all sorts of international treaties. Ooh. Pretty sneaky. Yes, but effective. And that's not even the scariest thing about this weapon. Oh, I can't wait to hear this. It's a stealth weapon. You mean it won't show up on radar? Yeah. The truth is, they've been working on a stealth missile since the late 70s. Why weren't they able to develop one until now? Because of the missile rocket propulsion system, it would be picked up by enemy satellites. Oh yeah, that makes sense. But unlike a missile, the railgun doesn't burn any propellant, so it can't be detected by any current ballistic missile detection systems. An invisible nuclear warhead. Totally impossible to intercept. Oh, And on gruselig. top of that, it's got a surface-piercing warhead designed to penetrate hardened underground bases. Yeah, we learned that lesson in the Gulf War. This thing could mean the end of the world. It's the ultimate weapon. And from a political point of view, it avoids the problem of nuclear reduction and nuclear inspections. Colonel, is this true? Are you listening? I'm listening. If word of this got out, it could delay the signing of the START 3 treaty and cause a huge international incident. Yeah, it would be nasty. The United States would be denounced by the UN. It could even bring the president down. Did you know this, Colonel? I'm sorry. You've changed, Colonel. Ja. I won't make any excuses. Nee. Lass mal schön bleiben. Listen to me. This new nuclear weapon, it's never actually been tested, only simulated. You mean they ran a computer model? Yeah, that's why they were conducting this exercise. They needed to get actual experimental data Ja, das to wussten back wir ja up the schon. simulation. What were the results Das of the konnte man ja schon exercise? vermuten. It looks like it went better than they hoped for, but I can't find the data anywhere on this network. You'd think the data as important as that would be carefully recorded. It was. President Baker gave me an optical disc with all of the test data. What? Do you still have it? No, Ocelot took it from me. Damn.
The terrorists have replaced the dummy warhead with a real warhead. Ah. Once they input the detonation codes, they should be ready to launch. Scheiße. So you think they can do it? Well, the dummy warhead was designed to be identical to the real thing, so I think so. Did you find out how to override it yet? Not yet. It must be in a separate file. Right now I'm looking through all of Baker's personal files. We're counting on you. Ja, wir zählen auf dich. Achtung jetzt. Natürlich sehen die mich von da hinten nicht hier oben drauf rumtouren. Ja, ja, ja. Naja. So. Okay, da ist einer. Ist halt krass. Wir können ja nicht uns auf den Radar verlassen. Gucken, wie der läuft. Ich würde fast sagen, gehen nochmal einen Schritt zurück und gucken von da. Läuft hinten rum. Läuft ganz hinten lang. Wo bleibt er stehen? Oh, der geht ja echt ganz weit. Erstmal können wir uns jetzt hier nichts holen. Da links. Da wollen wir hin, weil da gibt es bestimmt noch was zu finden. Jetzt kommt er zurück. Wie weit kommt er zurück? Da geht er einmal rein. Da geht er auch einmal rein. Dreht er wieder um. Geht genau bis zu der Stelle. Und macht genau den gleichen Weg nochmal, oder? Geht zurück. Doch da nochmal in die kleine Bucht. Keine Chance. Wir kommen da links erstmal nicht hin. Solange der Typ hier rumläuft. Ah, hier ist ja noch was. Das hatten wir noch Platz. Ah, okay. Snake. Oh, ich hab's weggedrückt. Did you find it? No, I haven't found out about the override system yet, but I found Baker's ulterior motive. He's just looking to get rich, isn't he? That's part of it. Armstech is in much worse financial trouble than I thought. I know they lost their bid to make the next generation fighter jet. That plus the reduction in SDI spending. It looks like there was even some talk of a hostile takeover. Everything was riding on this project, I guess. And it looks like we were paying a lot of bribe money to the DARPA chief. Bribe money, huh? Yeah, Baker was a big proponent of the nuclear deterrent theory. I see. So anyway, what about the override? Just give me a little bit longer. Ja, okay. Okay, I've entered the PAL codes and disengaged the safety device. We can launch anytime. There's still no response from Washington. It looks like we'll have to show them that we mean business. Should I set it for Cherniton, Russia? No, there's been a change. The new target is Lopnor, China. Why, boss? I'm sure neither you nor Mr. Golukovich would really like to see a nuclear bomb dropped on your motherland, Mr. right? Golukovich. Liquid. But why? There's nothing there. Wrong. It's a nuclear test site. A nuclear test site? If we nuke a major population center, the game's over. But a nuclear explosion at a test site can still be concealed from the public. Meanwhile, Washington will be worried about the retaliatory strike from China.
That'll probably mean top-secret talks between both countries' leaders. Of course. And in the process, the president will be forced to divulge the existence of a new and highly destabilizing nuclear weapon to the Chinese. What do you think that will do to the US's reputation? Or the president's? Schlau. With the CTBT, that means that China and India. I see. Yes. When the other countries hear about this new weapon, they'll all want to contact us. Washington won't be very happy when we start selling their own system to the highest bidders. Yes, the president will break. He will give in to our demands. Big Boss's DNA and $1 billion. $1 billion? That money will be used to cure our genome soldiers as well. I'm also including the Fox dye vaccine in our demands. Fox dye. Fox dye. It killed Octopus and the Arms Tech president. So it's true that it affects older people first. Mantis might not have been affected because he wore a mask. Wolf wasn't infected either. Perhaps due to those tranquilizers she always took. Something to do with the adrenaline level in the blood. Or maybe it's just because this Fox dye was still experimental and they haven't worked out all the bugs yet. Interessant. In any case, have you heard from your friend, Colonel Sergei Golukovich, at the Spetsnaz? He still has doubts about the ability of Metal Gear. He said we can talk after Metal Gear's test launch is successful. Geldgeber oder was He's aus a very Russland? prudent man. There's nothing to worry about. The Colonel wants Metal Gear and a new nuclear weapon so bad he can taste it. If Russia wants to regain its position as a military superpower, they need to reinforce their nuclear arsenal. They need a nuclear weapon that can't be intercepted. Metal Gear will allow them to gain first strike capability over the rest of the world. Their regular army is in shambles, and they think they can restore their country's military power with nuclear weapons? Golukovich, he's no warrior. He's a politician. But he's the one who gave us the Hind and most of our other heavy firepower. He's got over 1,000 soldiers under his command. If we join Okay, forces, Support auf jeden we Fall. can put up quite a resistance here. Since Mantis died, the genome soldiers' brainwashing has started to wear off. I'm worried about the men's morale. An alliance with the Russians would boost that as well. What are you saying? We're not going anywhere. We're going to dig in here. We could still escape. We've got the most powerful weapon ever made, and we're about to ally with Golukovich's forces. Are you going to fight the whole world? And what's wrong with that? We can launch a nuclear warhead at any target on this planet. A nuclear warhead invisible to radar. And on top of that, this base is full of spare nuclear warheads. Once we get the DNA and the money, the world will be ours. What about your promise to Colonel Golukovich? I have no interest in the revival of Mother Russia. You're not thinking of reviving Big Boss's dream. From today, call this place Outer Heaven. Big Boss's dream. But boss, you're not worried about the PAL being overridden. If the code is in it again, it'll be deactivated. No need to worry. The DARPA chief and the Arms Tech president are both dead. Does Snake know how the override system works? You interrogated him, don't you know? He didn't have any keys on him. Good. Then no one can stop Metal Gear now. By the way, what should we do with that woman? Want me to kill her? Let her live. She's Campbell's niece, and Snake cares for her. We'll keep her as our ace in the hole. Meryl, she's alive. Snake, I found Baker's top secret files. Great job. How's it going there? They've finished inputting the PAL codes. So how do we deactivate them? Okay, you see the override system that the president was talking about. It can also be used to input the detonation codes. Ja. You see, if you insert the keys when the warhead is active, you deactivate it. And if you insert them when it's inactive, it becomes activated. An And you can Ausschalter. only use the keys once. Okay, One-Way an Ausschalter. Yeah, you better get started. We don't have much time. But it takes 3 keys, right? I've only got one of them. Hold on a minute. You see, that's the trick. You already have all 3 keys. What are you talking about?
The card key is made of a shape memory alloy. Shape memory alloy? Yes. It's a material that changes shape at different temperatures. The key is made out of it. This card key? Yeah. The card key changes shape at different temperatures. So this key is actually 3 keys in one. Clever. Super clever. Can you see the input terminals in the center of the control room? I see them. Those 3 laptop terminals are for the emergency input. There should be a symbol on each screen. Each symbol corresponds to a different key. Input the keys in order from left to right. The left one's for the room temperature key. See the symbol? Next to that goes the low temperature key. The one on the right is the high temperature key. Okay, I got it. First, I change the shape of the card, and then I input them in order, right? That's right. All you do is insert the card keys. After you insert the key into the module, a hard disk reads the information contained on it. Once you've finished with all 3 terminals, the code input process is complete. But here's the thing. You can only use the key 3 times. It's an emergency system. It's only meant to be used once. The world is riding on that key, Snake. Oh. Who's that? Nein, verdammt nicht. The key fell in the drainage ditch. Snake, this is bulletproof glass. There's no way in. I'll enjoy watching you die. Oh Mann. Ah, jetzt ist auch noch dieser Schlüssel weg. You've got to get that key. Ja, okay. Ich muss. Muss ich rennen. Die Wache jetzt noch da? Na. Was wir machen, ist wieder stumm. Und hier ist nichts, was wir da entgegenhalten können. Ah, Leute, ist doch nicht wahr. Aufstehen, komm. Nur gucken. Wollte nur kurz gucken, ob da noch was ist. So, okay. Na. Hallo? Hallo? Ach, okay. Schön blöd. Jetzt geht's aber direkt runter. Keine Zeit verlieren. Ich glaube, hier sind wir jetzt erstmal sicher vor anderen Wachen. Mach schneller. Jo. Und jetzt. Wer das nicht weiß, sucht sich einen Wolf. Aber er hat ja auch gesagt, das Drainage System. Also hier ins Wasser gefallen. Können das Ding in jedem Fall wiederfinden. Da. Nee, Ration. Eine Ration? Da könnte es sein. Also auf jeden Fall hier im Wasser liegt's. Oh, okay, müssen wir wieder Chef befragen. Nee. What? Okay, wo liegt's? Wo ist es? Wo ist die Karte? Das ist nur die Ration. Warte mal, war die vielleicht hier irgendwie in dem Abschnitt?
So. Ja, wir finden sie schon noch. Ah, ist sie vielleicht ganz hinten durch und wir haben die vorher nicht gesehen. Da! Nee, das war die Ration. Ah! Schön, ich dachte hier schön locker einmal durchs Wasser cruisen und irgendwo wird es schon sein. Wir verlieren hier ja auch Energie. Stress, Stress, Stress. Ja, wir können gleich eine Ration nehmen. Wir haben hier ja 2 liegen. Machen wir mal eben besser. Oh, Rationen sind eingefroren. Nein, ist das fies. Aber auch genial gemacht. Was nicht eingefroren sind, sind die Chef Grenades. Nicht, okay. Irgendwo muss sie ja sein. Blöde Karte. Ist sie vielleicht hier irgendwo gelandet? Kann das auch sein? Ich weiß es nicht mehr. Und ich laber noch. Ja, wer das hier nicht weiß, der sucht sich einen Wolf. Gucken wir nochmal. Ach, da. Ratten. Da sind Ratten. Haben die... Ah, ich glaube, die haben die geklaut. Nee, das ist Quatsch. Wo sind sie denn? Da. Mensch, muss ich der folgen? Nee. Ah, oh, das war eine Bombe. Shit. Fiese Sache. Nein, ich bin dabei. Mach keinen Stress. Don't be ridiculous. You saw it fall into the drainage ditch, didn't you? The drainage ditch. Isn't there something odd about it? No. There are a lot of big rats, though. That's it, Snake. A rat must have eaten it. Ja. Now who's being ridiculous? No, I'm right. There's no other possibility. Rats eat all sorts of things. There's nothing unusual about that. Heißt, ich muss sie tatsächlich erschießen. Aber wie mache ich denn das? Wenn ich im Wasser liege, dann kann ich die ja nicht treffen. Und das Gepiepe macht's jetzt nicht leichter. Keine Ratte. Jetzt müssen wir auf eine Ratte warten. Da. Was machen wir? Wir nehmen... Nein. Versuchen es mal mit einer Granate. Wie ist das? Ich glaube nicht, dass es das war. So. Mein Gott, jetzt habe ich sie verscheucht und nichts damit gewonnen.
kommt sie doch wieder. Ah, Mist. Es ist zu dunkel. Geht das? Nee, es ist Quatsch. Okay, da erscheinen die anscheinend überhaupt nicht. Ah, das können wir mal versuchen. Einmal hier. Jetzt kommen die hier nochmal, ne? Ah, sind falsche Richtung. Jetzt sind sie seltsamerweise nicht mehr gefroren gewesen. Weil wir wahrscheinlich gerade lang genug draußen waren aus dem Wasser, ne? Okay, okay. Eine... Da, jetzt flieht sie. Und... Haben wir verschwendet, oder? Ich hab's verschwendet. Das gibt's nicht, Leute. Nochmal. Gar nicht übertrieben. Ja, wir kriegen sie schon noch. Ja, keine Sorgen. Aber das Thermal Goggles macht mich wahnsinnig. Jetzt kommt schon, Leute. Wo sind denn die Viecher? Komm schon raus wieder. Also vor allem das Geblinke macht mich wahnsinnig. Dieses Gedüdel. Wahnsinnig werde ich hier noch. Wahnsinnig. Okay, da scheinen die nicht zu kommen. Da ist wieder nichts. Jetzt lassen sie sich aber Zeit, die Biester. So. Boah, Leute. Vielleicht auch irgendwo oben sein.
ihr so? Nö. Nö. Nicht vergessen, ich muss jetzt gleich zweimal drücken, weil wir 2 verschiedene Standorte hatten fürs C4. Hier sind auch keine Ratten. Also es muss da unten sein an der Ecke, wo wir gerade schon waren. Jawohl, das war's. Mann, Mann, Mann. Bisschen Krampf, aber da ist er. Perky. Jetzt nochmal einmal heilen und die letzte Ration einsammeln da hinten und dann sind wir auch fein und können wieder arbeiten. Zügig. Wo ist sie? Ach, das war gar keine Ration. Oh, 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 oh. Hier hinten war noch. Hier oben war die, genau. Vertan habe ich mich. Und ab dafür. Was willst du? Haben die jetzt irgendwie nachträglich vielleicht Wachen platziert? Nein. Oben wieder den Heini. Vielleicht. Ja, ist immer noch der gleiche Fuzzi. Aber er läuft gerade schon Richtung unten und wir können ihm, glaube ich, schon folgen. Yes. Okay. Also 3 Temperatur. Wir müssen... Ach, was mache ich denn? Das war wieder knapp, ey. Perky, da ist er. Okay, that takes care of PAL code number 1. Now, PAL number 2. Freeze the key. Da weiß ich, wo das geht. Ration. Das Geflimmer finde ich süß von den Granaten. Oh, 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 wie kommen wir denn da jetzt weg? Ungesehen. Habt ihr auch gesehen, er kommt jetzt gerade in unsere Richtung, ne?
Also, es wäre unfair, wenn er jetzt wirklich bis hier hinten durchkäme und wir uns hier nicht wirklich verstecken könnten. Oh, kommt immer näher. Ah, okay. Aber trotzdem, wie kommen wir an ihm vorbei? Gar nicht. Steh auf. Shit. Ätzend. Ah, da oben ist, glaube ich, noch eine Möglichkeit, ohne entdeckt zu werden. Freeze the key. Nur dort, wo es kalt ist. Sind hier die vielen, vielen Kameras? Oder Schussanlagen? Alter Wahnsinn, okay. Als ob eine nicht reichen würde. Oder zwei vielleicht. Direkt 100. Alles klar. So, das soll helfen, habe ich gehört. Und da haben wir die Farbe angezeigt, noch sind wir auf Gelb. Alles klar, aber liebe Leute, an der Stelle geht's in der nächsten Folge weiter. Die Wartezeit nutze ich für eine kleine Abmoderation in dieser Folge. Aufregend, es wird, glaube ich, immer spannender. Es riecht schon nach Ende und ja, ich bin gespannt, wie ihr das findet, wie es am Ende ausgeht. Mal sehen, ob es... Ne, die nächste Folge noch nicht. Ich denke, es werden noch 2 oder 3 Folgen. Und ich hoffe, ihr bleibt gespannt dabei. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Also ich weiß, wie es ausgeht, aber trotzdem, das nochmal zu sehen, freue ich mich sehr drauf. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.